herzlich willkommen bei Ukulele am Limit, dem ersten deutschsprachigen YouTube-Kanal zum Thema Klarheimer Ukulele. Heute mit einer weiteren Folge aus meinem Einsteigerkurs Ukulele am Limit, Einführung in die Kunst des Klarheimer. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit dem wunderschönen Stück I Fly Away. Es ist ein alter Country-Gospel-Klassiker, thematisch wieder mal in die Richtung, ach, das Leben ist so traurig und wenn ich erstmal gestorben bin, wird alles besser. So typisch amerikanisches Motiv. Bekannt geworden ist der Song in jüngerer Vergangenheit durch den Film Oh Brother, Where Art Thou? Mit George Clooney. Ich habe ihn schon öfter erwähnt. Und dort wird er von den zwei Country-Ikonen Alison Krauss und Gillian Welch gesungen. Gerne mal da oben drauf drücken. Da kommt er zu dieser Version. Hier in meiner Klarheimer-Fassung möchte ich zeigen, wie man das Lied begleiten kann, ganz einfach, und wie man dann auch einen schönen Solopart hinbekommt. Am besten ist es, du besorgst dir zunächst mal die entsprechende Tabulatur. Die befindet sich, wie gesagt, in meinem Buch Ukulele am Limit, Einführung in die Kunst des Klarheimer. Wenn du es schon hast, sehr gut. Ansonsten bitte mal zu meiner Webseite hingehen. Dort im Shop kannst du dir es herunterladen, das Buch. Und dann kommst du zurück und dann fangen wir an diesem echt schönen Song zu arbeiten. Bis gleich. So, und jetzt an die Arbeit. Ich habe das Stück in F-Dur arrangiert, weil damit der Solopart am besten zu spielen ist, oder sagen wir mal am einfachsten zu spielen ist. Aber vielleicht möchtest du ja eine ganz normale Liedbegleitung machen und dazu singen. Und dann würde ich empfehlen, einfach die 3 Akkorde zu greifen, die enthalten sind. Das sind dann F-Dur, B-Dur, C7. Und wieder zurück. Die klarhämmerst du einfach durch. Am besten zunächst mal ganz einfach, indem du abwechselnd hier die zweite und die dritte, also die E-Seite und die C-Seite mit dem Zeigefinger spielst. Klingt dann so. Und dazu kannst du dann singen, also etwa so. Some bright morning when this life is over. Genau. B-Dur dasselbe. F-Dur wieder zurück. Ja, wenn du C7 spielst, magst du es genauso. Und das war's. Und dazu kannst du dann ganz normal singen. Vielleicht hörst du dir das mal kurz an, wie es funktioniert. Ich spiele und singe dir das mal vor. Und acht mal drauf, an ein paar Stellen gehe ich mit meinem Zeigefinger dann woanders hin, also weg von diesen beiden Seiten, der zweiten und der dritten. Guck mal, vielleicht fällt dir was auf. Some bright morning when this life is over, I fly away to that home on God's celestial shore. I fly away. I fly away, oh glory. I fly away. When I die, hallelujah, by and by, I fly away. Ist dir was aufgefallen? Genau. An einigen Stellen habe ich einfach versucht, mit dem Zeigefinger die Töne anzuschlagen, die auch die Singstimme singt. Zum Beispiel an dieser Stelle. One bright morning. Genau. Diese Töne sind alle im F-Dur-Akkord mit drin. Deswegen kann ich sie mir einfach mit dem Zeigefinger aussuchen. Und auf diesem Prinzip basiert auch das ganze Solo-Arrangement. Ich picke mir die Töne raus aus den Akkorden, die ich brauche. Ein paar zusätzliche muss ich schon noch dazu friemeln, aber grundsätzlich ergibt sich dann daraus gleich die Solo-Fassung. Also, dann fangen wir mal an, mit dieser Solo-Fassung zu arbeiten. In deinem Buch Ukulele am Limit, Einführung in die Kunst des Klarheimer, schlägst du bitte die Seite 42 auf und da
haben wir das Arrangement. Es geht los mit einem kleinen Intro. 4 Takte, einfach F-Dur durchklauhämmern, kennst du schon. Dann beginnt die Melodie, ist alles kein Problem, die Töne sind im Akkord drin. In Takt 7 wird es erstmal interessant. Und zwar ist es diese Phrase. Hör bitte mal zu. Ich spiele es nochmal langsam. Und dazu hätte ich einen Tipp. Natürlich kann man die so spielen, wie ich es gerade gemacht habe. Also wir fangen an mit leere A-Seite, Ringfinger auf die zweite Seite, leere A-Seite, Zeigefinger auf den ersten Bund der A-Seite, leere A-Seite und das F auf der zweiten Seite mit dem Zeigefinger. Nochmal schnell, schau dir mal an, was die linke Hand macht. Das wäre die einfachste Methode. Allerdings sind wir hier ja in einem Akkord zusammen. Das heißt, wir spielen die ganze Zeit diesen F-Dur-Griff und es wäre tatsächlich sehr ökonomisch und für die linke Hand mit ganz wenig Bewegungsaufwand verbunden, wenn wir den so liegen lassen und nur den Ringfinger dazulegen an der Stelle und diesen hohen Ton, diesen im ersten Bund auf der A-Seite, also dieses B, ja, das kriegen wir, indem wir den Zeigefinger auf dem F liegen lassen, wo er im F-Dur-Akkord schon liegt und nur kurz umklappen. So. Also einfach umklappen und dann haben wir ihn. Und das spiele ich jetzt auch mal ganz langsam vor. Schau bitte mal darauf, was der Zeigefinger macht. Er bleibt die ganze Zeit da liegen, klappt sich nur kurz nach unten. Bitte zugucken. Ich fange nochmal an. Gesehen? Nochmal langsam. Das hat den Vorteil, dass wir den Finger nicht aus seiner normalen F-Dur-Position rausnehmen müssen und dadurch eine ruhige Bewegung hinbekommen. Also im Zusammenhang klingt es dann so. Alles klar? Gut, das wäre die eine Stelle. Dann bitte mal in Takt 18 gehen. Da haben wir einen relativ schnellen Wechsel von F-Dur auf C-Dur. Und da müssen wir zu dem Ringfinger, der den Melodieton spielt, einfach noch den kleinen Finger auf die A-Seite legen und haben dann einen C-Dur-Akkord, der so klingt. Ich spiele es mal langsam vor. Das ist der Melodieton und da legen wir einfach den kleinen Finger noch im dritten Bund auf die A-Seite dazu. Ja, und dann. Ich spiele es nochmal ein paar Mal langsam durch. Also, wir haben F-Dur, legen dann in Takt 18 einfach den dritten Finger zu diesem F-Dur-Akkord dazu. Und in Takt 18 dann den kleinen Finger noch zum Ringfinger drauf. Ein letztes Mal. Gut. Und dann in Takt 21 kommt der Refrain, da brauchen wir etwas höhere Töne. Wir lassen aber einfach den F-Dur-Akkord liegen und greifen zusätzlich dazu noch im dritten Bund der A-Seite das C, was wir hier an dieser Stelle brauchen. Ich persönlich greife das gerne mit dem kleinen Finger, weil ich dann die Hand nicht so strecken muss, aber du kannst es auch gerne mit dem Ringfinger spielen, ist ganz egal, also entweder so oder so. Ne? Und die Phrase läuft dann folgendermaßen. Du hast gesehen, ich lege in Takt 22 wieder den Zeigefinger als Barré-Griff quer. Ich habe oben erklärt, warum das besser ist, als ihn wegzunehmen und hinzulegen. Und lass ansonsten möglichst, also wenn es geht, die Akkordgriffe so liegen, ne, wenn es sich halt anbietet. Ein grundsätzlicher Tipp, bevor ich es gleich mal ganz langsam vorspiele,
bei diesem Song ist es wichtig, dass du für den Zuhörer klar machst, welche Töne gehören jetzt eigentlich zur Melodie und welche sind nur Ausschmückung. Also bitte die Melodietöne, also die auch von der Singstimme übernommen werden, die lauter anschlagen, als die nur zur Zierde da sind. Ich will es mal am Refrain kurz demonstrieren. Ich greife den F-Dur-Griff und lege oben meinen kleinen Finger auf das C. Ich bin in Takt 21. Der erste Takt, der entspricht beim Singen ja diesem I'll Fly Away. Deswegen muss ich den laut spielen, den ersten Ton meine ich. Der zweite ist nur zur Zierde. Und jetzt kommt Fly Away und das muss ich auch laut spielen. Also ich mache es mal übertrieben. Du hast gesehen, was ich meine? Die Töne, die auch von der Singstimme gesungen werden, bitte laut anschlagen, die anderen nur so ein bisschen rein, klarhämmern, rein schummeln. Und das wäre es von meiner Seite. Jetzt schaust du dir mal an, wie ich das Stück ganz langsam spiele und anschließend in einem normalen Tempo. Schlag dein Buch auf der Seite 42 und kämpf dich mal durch. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg. I Fly Away, langsam. I Fly Away, normales Tempo. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dir Spaß macht, dieses Stück zu spielen. Es ist wirklich ein sehr schöner, sehr bekannter Song, den man bei vielen Gelegenheiten einstreuen kann. Sozusagen eingebaute Lagerfeuergarantie. Beim nächsten Mal, hier oben kannst du dich hinklicken, schaue ich mir
noch ein sehr bekanntes amerikanisches Stück an, was man einfach klar hören kann, nämlich den Song City Streets von mir arrangiert. Und danach gehen wir wieder mal in die technischen Finessen dieser Clawhammer-Spielweise hinein. Da beschäftige ich mich dann mit Hammer-On und Pull-Offs und so weiter. Dann wird es noch interessanter. Gut, wäre schön, wenn du hier unten ein Like hinterlässt. Kanal bitte abonnieren, falls noch nicht geschehen. Und im Abspann mal auf meine weiteren Kontaktmöglichkeiten schauen. Twitter, Facebook und meine Internetseite natürlich. Also viel Spaß beim Üben. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bei einem meiner Tutorials hier auf YouTube mal wieder begegnen. Bis dann.